Hallo, guten Morgen, wenn es für dich morgen ist, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje und wir sehen uns heute tatsächlich live das letzte Mal in diesem Jahr in 2025. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir etwas, was für mich immer schön ist, um so ein bisschen in die Stille des Winters zu gehen, in die Introspektive. Wir werden ein bisschen Yin-Yoga zusammen heute üben. Und deswegen liegt hier auch so viel neben mir. Schau gern, dass du 1 oder 2 Yoga-Blöcke dabei hast, vielleicht auch dicke Bücher, wenn die greifbarer sind für dich, und eine kuschelige Decke. Und wenn du hast ein Yoga-Bolster, so ein rundes Kissen, es kann aber auch total gerne einfach ein großes Sofakissen sein. Wenn du dir das kurz noch holen magst, dann mach das gerne. Für die in der Aufzeichnung pausiere hier einfach das Video und komm dann zurück, wenn du dir alles eingesammelt hast. Und genauso gibt es für heute auch eine musikalische Untermalung für deine Praxis, eine Playlist. Und wenn du jetzt dabei bist, dann findest du den Link für die Playlist im Chat nebenbei. Wenn du die Aufzeichnung schaust, dann findest du den Link für die Playlist unten in der Beschreibung vom Video. Und du kannst dir das auf deinem Abspielgerät starten und abspielen. Und mach dich auch dafür bereit, und dann lass uns hier einmal gemeinsam auf Play drücken. Hab die Playlist offen und wir starten mit dem ersten Track und wir drücken auf Play in 3, 2, 1. Okay. Und genau, dann ruckel dich hier gerne nochmal zurecht, finde deinen bequemen, aufrechten Sitz, um zu landen. Und dann lass uns hier 3 tiefe gemeinsame Atemzüge nehmen. Atme tief ein durch deine Nase, füll Bauch und Brustkorb ganz mit Luft, atme lösend aus. Tief ein durch deine Nase. Und lösend aus, gern mit Geräusch, mit Seufzer. Noch einmal tief ein durch deine Nase. Saug noch ein bisschen mehr Luft ein und noch ein bisschen mehr. Und dann halte hier am höchsten Punkt deines Einatems in dieser Pause, in dieser Fülle für noch 3, 2, 1. Atme ganz lösend aus. Und lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus finden. Sanft ein und aus durch deine Nase. Und lande hier. Und diese ersten Momente sind für dich. Da können Bewegungen sein, da kann nochmal eine Veränderung deiner Position sein. Und vielleicht sind da Berührungen oder auch Stille. Deine Augen können geschlossen oder offen sein. Und du landest hier, du landest in diesem Moment, wo du jetzt gerade bist, in diesem Körper, so wie er jetzt gerade in diesem Moment ist, mit all den Empfindungen und all den Wahrnehmungen und all den Gedanken und Emotionen, die jetzt gerade da sind. Vielleicht nimmst du wahr, welche Geräusche um dich herum sind. Vielleicht die Geräusche deines eigenen Körpers, deines Atems. Vielleicht gluckert dein Bauch. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren oder etwas anderes in deiner physischen Form. Den Kontakt zur Erde, die Luft, die dich umgibt und deine Haut berührt. Dann lass hier einen tiefen Einatmen kommen. Nochmal ganz lösend gehen, und mit dem Ausatmen sinkt dein Kinn auf deinen Brustkorb und der Einatmen
Lässt dein Ohr zur Schulter kommen. Mit dem Ausatmen rollt dein Kinn wieder zum Brustkorb zurück. Der Einatmen bringt dein anderes Ohr zur anderen Schulter. Und du bleibst bei diesen Halbkreisen für ein paar Momente. Wenn da der Impuls ist, dass dein Kopf ganze Kreise ziehen möchte, über hinten, dann folge diesem Impuls. Und lass deinen Atem diese Bewegung führen. Vielleicht ist es so, dass du immer einatmest, wenn das Ohr zur Schulter rollt und der Kopf nach hinten. Vielleicht ist es bei dir anders. Wenn du ganze Kreise drehst, dann lass da deinen Atem und deine Intuition führen, wenn dieser Kreis in die andere Richtung sich drehen möchte. Das kann ganz langsam oder etwas schneller sein, je nachdem, wie schnell dein Atem auch geht. Und dann lässt ein Ausatmen dein Kinn wieder zum Brustkorb kommen. Du bringst deine Hände auf deine Knie und einatmen lässt Bauch und Brustkorb nach vorne durchkommen. Ausatmen, rundest hier, schaust zum Nabel, lässt das Kinn zum Brustkorb kommen. Und der Einatmen öffnet dich wieder. So ein paar sitzende Katze-Kuh hier, bevor wir gleich in unsere länger gehaltenen Yin-Yoga-Posen gehen. Und vielleicht hast du schon Yin-Yoga-Erfahrung. Vielleicht auch noch nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Und beim Yin-Yoga bleiben wir so 3 bis 6 Minuten in den einzelnen Haltungen und lassen dabei aber jegliche Muskelanspannung, so gut es geht, los und unterstützen uns mit ganz vielen Kissen und Blöcken und Hilfsmitteln, um die Schwerkraft arbeiten zu lassen für uns. Lass hier gerne bei diesem Vor und Zurück Kreise entstehen über eine Oberschenkelseite. Vielleicht führt der Einatmen dich nach vorne, der Ausatmen dich nach hinten zurück. Du machst das in deiner Intensität, in deiner Geschwindigkeit. Lässt deinen Körper, deinen Atem hier führen. Das kann ganz groß sein, das kann ganz klein sein. Vielleicht beugen sich deine Ellenbogen ganz tief und du tauchst ganz tief durch. Und vielleicht sind es so kleine Kreise vom Brustkorb. Und wenn der Impuls kommt, dann lass die Kreise in die andere Richtung gehen. Okay. Langsam, langsam. Komm hier wieder in deiner Mitte an, lass die Kreise kleiner werden. Verschränk einmal die Finger ineinander und der Einatmen zieht deine Handflächen nach vorne, Handflächen Richtung Decke, du streckst dich hier. Lass wieder mal so ein kleines von links nach rechts wackeln hier sein. Legst die Schultern und dann noch zu jeder Seite einmal einatmen in der Mitte und ausatmen zieht dich zur Seite in die seitliche Dehnung. Dein Einatmen bringt dich zurück zur Mitte und dein Ausatmen lässt dich zur anderen Seite kommen. Gut, noch einmal einatmen hier und ausatmen, du beugst die Ellenbogen, ziehst die Schulterblätter zusammen, lässt deinen Oberkörper, deinen Brustkorb nochmal weit werden. Atmest hier ein und ausatmen, lässt die Arme nach vorne kommen, überschränkst sie einmal, gibst dir eine Umarmung, hältst dich für einen kleinen Moment hier und dann guck, dass du dein großes Sofakissen oder dein Bolster in der Nähe hast. Guck, dass du deine Blöcke bei dir hast. Und dann kommen wir in unsere erste Yin-Haltung. Unser Stern, ganz passend zur Zeit am Ende des Jahres, wo der Sternenhimmel so klar über uns leuchtet, häufig in diesen Dezembernächten, wenn wir in der nördlichen Hemisphäre sind. Und du bringst die Fußsohlen zueinander. Und das ist kein Schmetterling, das heißt, die Fersen sind nicht so nah am Schritt, sondern da ist Raum, wie so ein großer Diamant, wie so eine Raute. Und du ruckelst dich hier nochmal zurecht, kannst dich gerne so ein bisschen leicht erhöht setzen. Und dann nimmst du dir deine Hilfsmittel, Kissen, Blöcke, Bücher, was auch immer du in der Nähe hast, und baust dir ein Türmchen, sodass du deine Stirn irgendwo ablegen kannst. Und dann lässt du dich hier reinsinken. Und da gibt es kein richtig, kein falsch, wie dein Körper hier auszusehen hat. Die Form ist
sekundär, sondern es geht darum, dass du über diese Haltung mehr in deinem Körper ankommst. Du kannst ja auch das Polster wie so ein Einhornhorn an die Stirn bringen und dann lässt du dich hier reinsinken. Und wir bleiben hier so ungefähr 4 Minuten. Und wenn du die Musik laufen hast, dann kann die Musik dich da durchtragen. Den Link zur Playlist findest du unter diesem Video oder wenn du jetzt live dabei bist, in den Chatnotizen. Und dann lässt du dich hier von der Schwerkraft hineinsinken. In die Stille, in deinen Körper. Und lässt deinen Atem weiterhin tief fließen. Wenn du merkst, je länger du in der Haltung bist, dass da mehr Raum entsteht in deinem Körper, in deinen Gelenken, in deinen Muskeln und Faszien, dann kannst du die Höhe von deinem Hilfsmittel anpassen und ausprobieren, ob du vielleicht tiefer gesunken bist, ob da mehr Raum entstanden ist. Und das ist ein Kann, das ist kein Muss. Aber vielleicht ist das etwas, was du wahrnimmst. So wie bei mir gerade, dass da eine Etage tiefer sich für mich besser anfühlt. Und dann lass hier noch 5 ganz tiefe Atemzüge kommen und gehen. Tief ein durch deine Nase bis in deinen Schoßraum, bis in dein Becken. Und lösend aus über deinen Mund. Noch ein letztes Mal tief ein. Und lösend aus. Und dann bring deine Handflächen in die Erde und Millimeter für Millimeter wander ganz langsam mit deinen Händen zurück zu deinen Beinen, zu deinem Schritt. Richte dich langsam auf. Und wenn du in der aufrechten Position angekommen bist, dann nimm hier einen Moment wahr. Vielleicht streckst du deine Beine auch lang aus, stützt dich hinter dir ab, nimmst den Effekt dieser lange gehaltenen Pose wahr. Vielleicht spürst du ein Kribbeln oder Wärme oder andere Empfindungen irgendwo in deinem Körper. Okay. Und dann von hier rutschst du mit deinem Po in die Mitte deiner Matte. Hast gerne Blöcke in der Nähe oder auch das Bolster. Und
beginnst dich einmal hier zur Erde hin abzurollen, Wirbel für Wirbel. Wenn du angekommen bist, dann zieh gerne einmal deine Knie nah zum Brustkorb, gib dir eine Umarmung, massier deinen unteren Rücken ein bisschen auf der Erde aus. Vielleicht sind da Kreise von deinen Knien. Erst in die eine Richtung, dann in die andere. Okay. Und dann kommen wir in eine seitliche Drehung und du bringst deine Füße dafür kurz auf die Erde, sodass du deinen Po ein kleines Stück nach rechts hüpfen kannst und du breitest deine Hände weit nach rechts und links zu den Seiten aus. Ziehst die Knie wieder zum Brustkorb ran und lässt beide Knie dann nach links fallen. Und schaust mal, dass deine Schulterblätter auf der Erde sind. Und wenn dein Knie jetzt in der Luft schwebt, dann kannst du dir hier einen Block oder das Kissen, das Bolster unter deine Knie schieben, sodass dein Rücken richtig gut Kontakt mit der Erde hat. Ellenbogen können angewinkelt sein oder gestreckt. Und wenn du magst, dann lässt du dein Gesicht zur rechten Seite kommen, von deinen Knien weg und findest dann auch hier die Stille. Lass deine Schulterblätter mit jedem Ausatmen schwerer Richtung Erde sinken. Mit jedem Einatmen atmest du tief ein bis in deinen Bauch, in dein Becken, füllst dich, atmest in diese Drehung hinein. Und vielleicht sind deine Augen geschlossen, vielleicht hast du einen weichen Blick und hast sie leicht geöffnet. Nimm wahr, was für dich stimmiger ist. Dann auch hier noch 5 ganz tiefe Atemzüge in deiner Intensität, gerne ein durch die Nase und aus durch deinen Mund. Ein letztes Mal so. Dann drehst du zuerst deinen Blick wieder zur Decke, wenn dein Kopf gedreht war. Lässt auch die Knie wieder Richtung Decke kommen, rollst auf deinen Rücken zurück. Ziehst gerne beide Beine einmal zum Oberkörper ran, umarmst dich. Vielleicht ist da Bewegung, ein Schaukeln oder Kreise deiner Knie. Nimmst wahr, wie fühlt sich die eine Seite jetzt an, die eine Seite, die gedehnt wurde. Gedreht wurde sie auch. Und dann stellst du die Füße wieder hinter deinem Po auf der Matte auf und hüpfst
dein Po ein Stück nach links, breitest die Arme wieder auf Schulterhöhe aus und ziehst die Knie zum Brustkorb und lässt dann beide Knie nach rechts fallen. Auch hier, ich merke, auf dieser Seite möchte ich einen Block unter meinem unteren Knie haben, weil es auf dieser Seite sich enger in meinem Körper anfühlt. Vielleicht kommt dein Blick nach links. Findest auch hier deine Variante. Es kann auch schön sein, das Bolster zwischen die Knie zu legen, wenn du das hast, oder das große Sofakissen oder eine zusammengerollte Decke. Und dann atmest du auch hier tief ein und aus in deinen Bauch, in diese Drehung hinein. Nimm hier gerne einmal wahr, wie diese Seite im Vergleich zur ersten ist. Ob es da Unterschiede gibt in den Wahrnehmungen, in den Stellen, wo es sich weit anfühlt und wo vielleicht auch Enge ist. Und vielleicht passiert auch gerade nicht nur etwas in deinem Körper, sondern auch du spürst, dass da Emotionen sich zeigen, dass da Gedanken kommen, dann ist das völlig fein. Manchmal kann es sein, dass diese lang gehaltenen Yin-Yoga-Posen dafür sorgen, dass sich Emotionen ihren Weg bahnen, die vielleicht in dem Gewebe, in den Faszien, in den Energieleitbahnen ein wenig eingeschlossen waren. Und das ist okay. Und das können angenehme Emotionen sein, das kann auch ein unangenehmes Gefühl sein. Da kann Traurigkeit kommen oder Wut, Frustration. Und alles darf sein. Und du bist mit dem, was jetzt gerade ist. Nimm dir hier noch 3 ganz tiefe Atemzüge. Der Einatmen, der dich nährt und ausdehnt. Und der Ausatmen, mit dem du all das ziehen lässt, was du nicht mehr brauchst. Noch einmal so tief ein. Gut, und dann lass deinen Blick wieder Richtung Decke kommen, wenn du den Kopf gedreht hattest, die Knie folgen. Du kommst wieder auf deinen Rücken und ziehst gerne die Knie einmal zum Brustkorb ran. Und wenn dein Sitzkissen, dein Bolster wie bei mir ganz weit weg liegt, dann nimm es dir jetzt einmal und bring es dir der Länge nach neben deine Matte und dann bring deine Füße in die Erde und mit dem Einatmen heb dein Becken und lass das Bolster unter dein Kreuzbein, unter dein Steißbein kommen. Und du wockelst dich jetzt zurecht, guckst, dass du bequem liegst. Und wenn dir das zu intensiv ist mit dem Bolster, du kannst auch einen Block nehmen oder eine zusammengefaltete Decke. Und dann lass die Hände gerne nach rechts und links kommen. Die Füße entspannt auf der Erde. Und wenn du merkst, du möchtest hier mehr, du möchtest mehr Intensität, dann kannst du zum einen schauen, wie es ist, wenn du die Arme über deinem Kopf lang ausstreckst, sodass die Handrücken in der Erde sind. Und wenn du immer noch mehr möchtest, und das ist nur eine Option, dann kannst du die Beine lang ausstrecken, sodass die Fersen auf der Matte liegen und hier in so eine Brücke, ein Ponton kommen. Und schau, dass du zu Beginn der Haltung nur so zu 70% reingehst von der Intensität her.
Nicht gleich mit deinen 100%. Und wenn du merkst, es war zu viel, du kannst jederzeit auch wieder eine Station zurückgehen und findest hier deine Variante. Keine besser oder schlechter als die andere. Wenn da Geräusche sind im Video, die ein bisschen rumpelig klingen. Bei uns nebenan wird gerade ein neues Haus gebaut und die Bauarbeiter sind auf der Baustelle. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Wenn du das hörst, dann nicht wundern. Und dann nimm dir hier noch 3 tiefe Atemzüge. Lass mit dem Ausatmen all das gehen, was du nicht mehr brauchst. Lass da noch mehr Weichheit, noch mehr Schwere reinsickern mit jedem Ausatmen. Wenn du die Beine gestreckt hast, dann stell einen Fuß nach dem anderen langsam wieder hinter dem Bolster auf. Wenn die Arme noch über deinen Kopf gestreckt sind, bring die Hände wieder neben das Bolster. Und dann press mit dem Einatmen in deine Füße, sodass du das Kissen oder das Bolster zu deinen Kniekehlen, zu deinen Füßen rollen kannst. Bring es einmal unter deine Füße, die Knie noch Richtung Decke und stell die Füße auf das Bolster. Breite gerne mal die Arme rechts und links aus. Und dann lass mit dem Ausatmen beide Knie nach rechts fallen in so eine Scheibenwischerbewegung. Mit dem Einatmen kommen beide Knie wieder nach oben.
Ausatmen, beide Knie nach links. Mach das ein paar Mal noch für dich. Vielleicht dreht sich auch dein Kopf dabei mit. Und dann ist da dieser Moment gekommen, dass du dich ausruhst. Und vielleicht ist es angenehm, wenn das Kissen in deine Kniekehlen kommt, dass du deinen unteren Rücken hier so ein bisschen entlasten kannst. Du kannst dir deine Decke nehmen, dich zudecken. Vielleicht sind da noch Berührungen, vielleicht bringst du noch einmal eine Hand auf dein Herz, eine auf deinen Bauch. Nimmst dir hier ein paar Momente, um wahrzunehmen, wie du jetzt da bist. Was jetzt spürbar ist für dich in deinem Körper, in deiner Energielandschaft, in deinem Geist, in deinen Gefühlen und Emotionen. Und dann mach es dir hier bequem für deine Ausruhphase, für dein Shavasana. Wenn du die Aufzeichnung schaust oder wenn du zu Hause bist und noch länger Zeit hast, dann kannst du auch länger liegen bleiben. Ansonsten bleiben wir hier so für circa 3-4 Minuten. Und du guckst nochmal, dass du dich hier so hinlegst, dass es angenehm ist, dass du das Gefühl hast, das Gewicht gut abgeben zu können, dass du gehalten bist von der Erde unter dir. Und dann lass hier noch einmal einen tiefen Einatmen kommen, den tiefsten deines ganzen bisherigen Tages. Halte am höchsten Punkt. Halte. Und dann lass den Atem lösen, seufzend über deinen Mund gehen. Und dann gibt es hier absolut nichts mehr für dich zu tun. Du darfst dir diesen Moment nehmen, um einfach nur zu sein, um einfach nur auszuruhen, deinem System die Gelegenheit zu geben, all das zu verarbeiten, zu integrieren, was du in der Praxis erfahren hast. Und du ruhst dich aus, bis ich dich mit einem Klang wieder zurückhole und du wieder auftauchst.
Dieser Klang der Klangschale lässt sich langsam wieder auftauchen. Wenn du noch Zeit hast und es sich gut anfühlt, kannst du auch noch super gerne liegen bleiben in deiner Ausruhphase. Dann pausiere gerne das Video, wenn du die Aufzeichnung schaust. Oder stell mich jetzt dann auf stumm. Und dann kann es sein, dass da tiefere Atemzüge sind. Vielleicht sind da kleine Bewegungen, die dich wieder ankommen lassen auf deiner Matte in deinem Raum. Vielleicht sind da Berührungen, ein Streichen über dein Gesicht oder über deine Arme oder den Körper. Jetzt sind deine Augen noch geschlossen, vielleicht blinzelst du sie auf und orientierst dich bei dir im Raum. Und dann hast du Zeit, wieder in deine aufrechte Position zu finden. Keine Eile. Vielleicht ist da noch eine Zwischenstation über die Seite, auf der Seite liegen bleiben, wie so ein kleiner Embryo zusammengerollt. Und in deiner Zeit findest du wieder zurück in deinen aufrechten Sitz. Um hier für einen Moment noch einmal wahrzunehmen und mit dem zu sein, was jetzt für dich wahrnehmbar ist, was jetzt da ist. Und vielleicht hat sich da etwas zum Beginn der Praxis verändert. Nimm wahr, was das ist. Und dann lass hier noch einmal eine Geste sich formen, die für dich Dankbarkeit dir selbst gegenüber symbolisiert. Vielleicht ist das eine ganz enge eigene Umarmung mit so einem leichten Hin- und Herwiegen von rechts nach links, die eine Hand unter deinem Arm, an deiner Flanke, die andere Hand auf deiner einen Schulter. Vielleicht sind es die Hände auf deinem Körper, auf deinem Herzen oder die Hände vor deinem Herzen zusammen. Ganz egal, wie diese Geste für dich ausschaut, sag dir hier nochmal ganz bewusst Danke, dass du dir heute Zeit für dich genommen hast, dass du dir diesen Raum genommen hast, um mit dem zu sein, was jetzt gerade ist, so wie du gerade bist, um mit dir Zeit zu verbringen. Und dann lass die Hände gerne einmal vor deinem Herzen zusammenkommen. Vielleicht reibst du dir um ein bisschen Wärme entstehen zu lassen. Und lässt dann die Daumen vor dein Brustbein kommen ins Anjali Mudra. Und dann lass hier mit einem gemeinsamen Om schließen für dieses Jahr, diese letzte Live-Online-Praxis gemeinsam in 2025. Atme dazu tief ein durch deine Nase. Ganz lösend aus. Und dann ein fürs Om. Nimm den Nachhall des Klanges in dir und im Raum wahr. Atme tief ein. Der Ausatmen lässt dein Kinn, deine Stirn sich zu deinen Fingerspitzen Richtung Schwerkraft neigen. In eine Verneigung vor dir selbst, vor der Praxis, vor all dem, was größer ist als du und was gleichzeitig du bist. Aber ich verneige mich vor uns, vor dir und sage Danke fürs gemeinsame Praktizieren. Danke, danke, danke. So schön, dass du dabei warst. Es war mir eine Freude. Wenn du noch Fragen hast oder Wünsche oder Feedback, dann lass mich das gern in den Kommentaren oder im Chat wissen. Wir sehen uns live hier wieder auf YouTube Anfang Januar. Aber du hast die Aufzeichnung, wenn du zwischen den Tagen, zwischen den Jahren auch für dich auf die Matte kommen möchtest mit Online-Yoga. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn wir irgendwie in Verbindung sind. Vielleicht sehen wir uns auch mal live in der echten Welt, nicht nur in der virtuellen. Das würde mich ganz besonders freuen. Und ja,
Du kannst mich unterstützen, wenn du magst, indem du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt und einen Kommentar. Und ja, ich danke dir fürs gemeinsame Üben und für dein Sein. Hab einen ganz wunderbaren Tag.